das nicht ein Start für eine Wanderung? Schloss Burg. Willkommen im Bergischen Land. Schloss Burg war der Stammsitz der Grafen von Berg, den Namensgebern der Region. Mittelalter wie im Bilderbuch. Das Bergische Land liegt nur einen Steinwurf entfernt von der Metropole Köln, oberhalb der Rheinebene. Es ist eine kleine eigene Welt. Die Zeit ist nicht stehen geblieben. Es gibt viel Altes und Neues zu entdecken. Spannende Geschichten von Menschen und Tieren. Zwischen Landidylle und Urlaubsspaß. Die Talsperren, Urlaubsziel und Wasserspeicher für die ganze Region. Und tief in der Erde haben Forscher jetzt eine der größten Höhlen Deutschlands entdeckt. Kommen Sie mit ins Wanderabenteuerland, mitten in Nordrhein-Westfalen. Original bergische Kaffeetafel. Aber vielleicht noch ein bisschen früh jetzt schon vor der Wanderung. Na, hallo? Ja, hallo, du Süßer. Hey. Hallo. Seilbähnchen. Führt rauf und runter. Und sie fährt schon seit 1952. War damals die erste Seilbahn in Nordrhein-Westfalen. Eine Remscheider Unternehmerfamilie war von den Seilbahnen im Schwarzwald begeistert gewesen. Sowas wollten sie auch im Bergischen Land haben. Tag. Gerne. Geplant, gebaut und heute noch in Betrieb. Okay. Zum Entspannen. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Nett. Hallo. Gute Fahrt. Ja, danke schön. Das ist ja der Panoramaplatz hier. 91 Meter Höhenunterschied zwischen Oberburg und Unterburg. Gut, das hätte ich auch zu Fuß geschafft, aber dann könnte ich nicht über die Wupper schweben. Sehr angenehme Fahrt. Dankeschön. Hier immer den Pfeilen nach. Tschüss. Unsere Wanderung geht los in Unterburg. Ein typisches bergisches Örtchen. Überall Fachwerk, die Wetterseite verschiefert, denn hier kann es auch ziemlich regnen. Unsere Reise geht von Schloss Burg bis zum Drachenfels. Und zwar auf dem Bergischen Weg. Der ist zum schönsten Fernwanderweg Deutschlands gewählt worden. Aber wir machen auch Abstecher. Nach Lindlar ins bergische Bullabü, in die Aggertalhöhle, um 360 Millionen Jahre zurück in die Erdgeschichte zu gucken, und dann nach Waldbröl zum Kühekuscheln. Wow. Tolle Luft. Zack, alles entschleunigt im Wald. Schön. Und jetzt geht's auf eine Ziegenwanderung.
Hallo. Hallo. Tamina. Maike, hi. Ja, freut mich. Hallo. Wer bist du? Maren? Und der Johannes. Der Johannes. Und mit wem sind wir jetzt hier? Wer bist denn du? Ja, das ist der Luzifer. Der Luzifer. Und bei der Maren, das ist der Bernd. Hey. Mensch, das sind ja richtig große, prächtige Ziegen. Das sind bunte deutsche Edelziegen. Und halt, da die Böcke sind, sind die halt ein bisschen kräftiger, wie die Damen. Gute deutsche Edelziegen. Und ihr macht das Ziegenwandern? Also, Ja, wandern mit Ziegen. Das ist natürlich dann auch so für einen selber dann so ein bisschen entspannend, weil man halt eben immer auf die Tiere halt eben, ich sage einfach mal, ja auch hören muss und man halt eben nicht Luzifer. Selber halt eben vorpreschen kann, weil du siehst ja selber, der hat halt eben auch ein bisschen Gewicht. Ne? Ja, das glaube ich. Und warum heißt er Luzifer? Das klingt ein bisschen wild. Weil er halt so schöne große Hörner hat und dann so ein bisschen wie so ein Teufelchen sich schon mal benimmt. Und von daher So. hat mir dann irgendwann gesagt, dann heißt er Luzifer. Und hier? Das ist Bernd. Manchmal ein wenig trottelig, aber Bernd. sonst ganz ruhiger Zeitgenosse. Und dürfen die Mitwanderer dann auch mal eine Ziege halten? Ja, Oder natürlich. Ja, den Luzifer direkt. Wenn schon, denn schon. Ich mache es, wie ihr macht. Oh, ist das schon, da hat man schon Respekt vor so einer großen Ziege. Ne? Luzifer, komm, wir schaffen das. Guck mal, es geht schon richtig gut, oder? Ja. Sehr freundlich und so schönes, glänzendes Fell hat er. So ein schöner, der Luzifer. Ha? Darf man ihn kuscheln auch? Ja. Wo mag er es denn gerne? Mag er hier oben oder wo Das wo ist mögen eigentlich Ziegen gerne? egal. Ist egal? Das ist So egal. kraulen, so geht bei dir? Ha? Ja. Luzifer. Und hier oben hat er es auch gerne? Ja, zwischen da so den Hörnern mag er auch schon mal ganz Zwischen gerne. den Hörnern hast Weil da du's kommt er gern. ja selber nicht hin. Stimmt. Dann den Ohren. Und man nennt sie wirklich bergische Kühe. Hieß ja immer das Bergische Land, wo Milch und Honig fließt. Und das war halt eben darauf bezogen, dass man ja überall diese kleinen Kotten hatte, wo dann halt eben Ziegen einerseits halt eben gehalten wurden und überall waren Bienenstöcke. Und dementsprechend floss ja Milch dann und Milch Honig. und Honig. Ach so. Um ehrlich zu sein, die ganze Etappe werden wir in dem Tempo niemals schaffen. Das liegt ein bisschen an uns, aber es liegt vor allem an Bernd. Er hat die Ruhe weg. Ist total entspannt. Man bleibt dann stehen und guckt so ein bisschen beim Festspann zu. So ein sehr gechilltes Unterwegssein hier. So, jetzt, wie wär's mit weiter? Bernd, wir machen gleich Pause. Komm, noch ein kleines Stück. Komm. Ja, hier haben schon die Ziegen das Sagen. Ne? Guck, das ist sein Trick. Ja, wir sind Ja, aber doch schon du- fast da. Ja, du hast es Da jetzt können wir wirklich. fast Pause machen. Wirklich, er möchte jetzt Pause machen, das ist klar. Bernd, ein Pause. letztes Mal noch aufraffen, ja? Aber so langsam, ne? Pfeifen hier alle auf dem letzten Loch. Aber jetzt gleich sind wir da. Guck mal, gut. Wo Da so ein wollen wir bisschen uns in denn Schatten. hinsetzen? Am besten da Da am sieht schon mal Schatten. gut aus. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen. So eine Schüssel Wasser Na klar, auf jeden Fall. Das ist es doch schon. Die bergische Kaffeetafel mit allem drum und dran schon. Hei, hei, hei. Ach,
zu den Waffeln haben wir Milchreis, heiße Kirschen und Sahne. Und dann gibt es schön zum Brot Quark und Butter. Und dann gibt es natürlich noch schön gemischte Wurst und gemischtes Brot. Also schlagen Sie zu, guten Appetit und lassen Sie es sich schmecken. Gut, mit was fangen wir denn jetzt an? Ach, Ich hätte gesagt mit der warmen Waffel. ich verteile mal direkt. Waffeln mögen die Ziegen? Ja, Auch. Oh, aber sollen wir vielleicht? Nein. Ist nicht so gesund. Okay, nein, sollen sie nicht. Also wir dürfen Waffeln. Vielleicht Möchtest dürfen du sie auch ein was kleines Stück Brot. Ja, danke. können wir auch gleich Oh, machen. guck mal, hast du das gehört, dass du Brot kriegst? Wir machen das jetzt heimlich, dass keiner guckt. Aber Bernd hat sich das jetzt so gut verdient, Bernd. Oh, das hat er sehr, sehr gern. Bernd. Ja, genau. Ja, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Weil du so gut gewandert bist, Bernd. Guck mal. Hier, dann. Schmeckt es Ihnen? Ja. So. Guten Appetit. Mensch. Küsschen zum Etappenende. Für die Wandergruppe Luzifer ist hier Schluss. Für uns geht's aber noch weiter. Aber so Allesfresser sind die ja nicht, die Ziegen, oder? Nein, sollten sie auch nicht. Sie sollten auch nicht zu viel Brot. Für uns geht's jetzt Richtung Süden. Die Gaststätte Rüdenstein trägt ihren Namen wegen einer jahrhundertealten Legende. Und die spielt in den bewaldeten Steilhängen hier direkt hinter dem Haus. Dort steht sogar ein Denkmal für den namenlosen, aber berühmten Rüden. Denn dieser Hund hat sich um die Geschichte des Bergischen Landes verdient gemacht. Als Adelsretter. Vor knapp 600 Jahren war der damalige Jungherzog Robert von Berg angeblich genau hier auf der Jagd gestürzt und alleine im verschneiten und kalten Wald zurückgeblieben. Der Rüde aber hechelte der Bergischen Jagdgesellschaft hinterher und führte sie dann wild bellend zu seinem verletzten Herrchen. Der Jungherzog wurde gerettet. Die Wupper, seit Jahrhunderten Lebensader der Region. In Wipperkotten treffen sich Vergangenheit und Gegenwart. Ralf Jahn arbeitet heute noch mit den Methoden von früher. Wasserkraft. Ein Mühlrad treibt die Zahnräder an, die dann die Riemen und Schleifsteine in Bewegung setzen, mit denen er in seinem kleinen Betrieb neue Messer produziert und alte, stumpfe Klingen schärft. Wir hatten alleine hier an der Wupper 26 Schleifereien dieser Art. Die waren dann noch entschieden größer. Das hier ist mit die kleinste Anlage hier, ne? In der wir hier heute stehen. Ich muss mir jeden Morgen sagen, gibt es eine schönere Arbeitsstelle? Ich glaube nicht. Also für mich nicht. Wanderer, die aus Köln und Düsseldorf kommen, die starten hier bei mir vorne am Parkplatz und gehen dann rein ins Bergische. Und ich darf hier arbeiten. Es gibt im Volkesmunde wohl Märchen ohne Zahl und jedes in der Runde beginnt: Es war einmal. Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen Hol ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rippelstilzchen heiß. Aschenputtel. Hucketigu, Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.
Schneewittchen. Ja, wer hat denn auf meinem Wer Stühlchen hat von gesessen? meinem Tellerchen gegessen? Wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen? Wer liegt denn da an meinem Bettchen? Was für ein wunderschönes Mädchen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen, über den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen, ist tausendmal schöner als ihr. Das ist hart. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Das ist schon schön, dieses Eintauchen und doch immer wissen, das Gute und das Böse ringen und am Ende geht's immer gut aus. Das hat was sehr Tröstliches. Guten Morgen, Ach Gott, Großmutter. der atmet. War das die Großmutter, was da im Bett lag? Großmutter, was hast du für große Ohren. Ohren? Dass ich dich besser hören kann. Großmutter, was hast du für große Augen? Dass ich dich besser sehen kann. Großmutter, was was hast du für große Hände? Dass ich dich besser packen kann. Großmutter, Was was hast du hast für du für einen große entsetzlich Zähne? großen Mund? Am Mund. Dass ich dich besser fressen kann. Und wenn Rotkäppchen dann endlich gerettet ist, kommt die große Schlussüberraschung im Märchenwald. In der Gaststätte gibt's eine Wasserorgel. Total kitschig, aber großartig. Direkt neben dem Märchenwald liegt das Ziel unserer Etappe auf dem Bergischen Weg, der Altenberger Dom im Dünntal. Eine riesige gotische Kirche in einem kleinen Tal. Perfekte Harmonie. (1259) schon legten die Grafen von Berg zusammen mit dem Kölner Erzbischof den Grundstein für den Altenberger Dom. Im 13. Jahrhundert war der Dom die Klosterkirche der Zisterzienser, bevor dann später die Herzöge von Berg ihre Verstorbenen hier zu Grabe trugen. Heute ist die Kirche im Besitz des Landes Nordrhein-Westfalen und wird als Gotteshaus sowohl von der evangelischen als auch der katholischen Gemeinde genutzt. Direkt am Dom gibt es auch ein Gästehaus für Gruppen. Ob vom Pilgern müde oder vom Wandern, spielt keine Rolle. Und wir schlafen auch hier. Hallo. Guten Tag. Willkommen. Dankeschön. Dann bräuchte ich jetzt den Schlüssel, oder? Ja. Das machen wir. So, bitteschön. Ja, danke. 211. Wow. Hereinspaziert. Das ist ja nett. Es hat
so ein bisschen was von schlicht und ergreifend, wie im Kloster. Eine Besonderheit im Haus Altenberg: genau in der Mitte der Anlage befindet sich eine Kapelle für die Übernachtungsgäste. Ein kleiner Ort der Einkehr und ein Gegenentwurf zum riesigen Dom. Tag 2 unserer Wanderung durchs Bergische Land. Wir scheinen wirklich Glück zu haben mit dem Wetter. Ist ja angeblich ein Regenloch. Östlich vom Altenberger Dom liegt das Talsperrenland. Neben der Dünntalsperre, der zweitgrößten Trinkwasseranlage Deutschlands, gibt es noch viele andere. Wir reisen zum Wassersportparadies an der Bevertalsperre und nach Klein-Norwegen an die Neietalsperre. Und dann geht's auch noch kurz zu japanischen Nubelrindern. Die leben in Wipperfürth. Ich bin den ganzen Tag mit Maria Nast unterwegs. Wir sind im Wald an der Neietalsperre. Für sie ein Heimatspaziergang. Drum bin ich auch weit an dem fernsten Strand, schlägt mein Herz der Heimat, dem Bergischen Land. Das ist das Bergische Heimatlied, genau. Aber hier kann man es auch hören. Möchtest du mal hören? Und kannst du mal versuchen? Das Bergische Heimatlied, gesungen von den Lone Stars. Das Bergische Heimatlied, gesungen von Willi Schneider. Wo die Wälder noch rauschen, die Nachtigall singt, da ist meine Heimat, mein herrliches Land. Irgendwie hat es ja dann doch immer was, sowas. Ha, und jetzt ab zur Talsperre. Das passt doch jetzt, oder? Mehr Bergisches Land geht kaum. Das ist so friedlich hier. Und das ist ja ein Fluss, der hier geblockt ist. Mit Genau. Hier gibt es ja ganz viele Talsperren bei uns im Bergischen Land. Und die sind hier auch alle miteinander verbunden, verknüpft. Ne? Das ist in erster Linie, wir haben hier Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen, dass es hier wahnsinnig viel regnet. Weil sich diese feuchten Luftmassen über dem Atlantik, die sich da bilden, die werden durch die Westwinde hier rüber getrieben. Und hier stoßen sie das erste Mal auf unsere wunderschönen Hügel und dürfen dann hier ab, lassen los und erschaffen uns zumindest diese schönen Nebensächlichkeiten. Ja. Genau. Ja, hier ist so die friedliche Natur. Und wenn man jetzt guckt auf der anderen Seite, dann sieht man ja, was für eine Kraft hier gehalten wird. Ne? Ja, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, Guck wie das tief das an. ist. Ne? Ja, das ist das ursprüngliche Tal. Ne? So sah das mal aus. Wir gehen jetzt mal hier rein in den Wald, oder? Mitten rein in den Wald? Mitten rein in Gerne. den Wald. Für Maria ist der Wald mehr als nur ein Meer von Bäumen. Sie arbeitet auch hier als Trauerbegleiterin. Ich selbst gehe total gerne auch alleine in den Wald, weil man dann eben auch noch mal andere
Dinge spürt. Weil hier zum Beispiel würdest du spüren, dass du auf einmal ganz wach wirst, weil du dich denkst, wohnen da vielleicht Wildschweine in diesem Dickicht. Man wird aufgeregt, sensibilisiert. Aber in der Trauerbegleitung ist es oft hilfreich, auch in der Gruppe unterwegs zu sein, weil man sich dann austauschen kann und merkt, Mensch, mit meinen Gefühlen, meinen Gedanken bin ich gar nicht alleine. Das ist natürlich dann auch immer total schön und heilsam. Wenn du Lust hast, ich hätte eine Übung für dich. Ich würde dir jetzt eine Maske geben. Für die Augen würde ich zu einem Baum hier in der Umgebung führen. Du würdest den Baum dann abtasten, kennenlernen, mal horchen, was das so für ein Baum ist. Und ich würde dich dann wieder zurückführen zu diesem Ort. Und dann würdest du ohne Maske diesen Baum wiederfinden. Das ist in der Trauerbegleitung, ich finde das eine ganz schöne Übung, weil es so ein bisschen das Vertrauen in sich selbst wieder stärkt, dass man auf die eigenen Instinkte wieder besser hören kann und sollte. Und hast du Lust? Gerne. Gut, dann hol's. Aber ja. Versuch mal, ob das passt oder ob das zu eng ist, dass wir es ein bisschen weitermachen. Wir gehen in diese Richtung. Jetzt müsstest du gleich einen Schritt hoch machen. Ja. So, jetzt gleich kommt hier ein Baum. Da. Den kannst du jetzt mal fühlen, ertasten, vielleicht einmal drum gehen. Genau einmal rum kann ich. So, dann bist du quasi an deiner Ausgangsstelle wieder. Ich nehme dir deine Hand. Und dann gehen wir wieder zurück. So, da sind wir wieder an Ort und Stelle. Maske einmal abnehmen. Ja. Und mal gucken, ob du den Baum wiederfindest. Ich nehme dir die gerne wieder ab. In welche Richtung sind wir gegangen? Was hat den ausgemacht, diesen Baum? Ich gehe mal los. Ich glaube, wir kamen irgendwo hier von der Richtung. Der war nicht so glatt wie der. Deswegen weiß man schon, dass der war es nicht. Guck dir noch mal die Bäume so ein bisschen an. Ja. Wie es sich anfühlt, wie es ausschaut. Einmal rum. Die Wurzeln. Den Moos. Das ist er. Ja! Der Baum, den ich wiedergefunden habe. Im Wald an der Nahetalsperre. Es ist auch wissenschaftlich bewiesen inzwischen, dass der Wald, die Waldumgebung ganz gut und wohltuend sein kann. Ne? Stressreduktion und das Immunsystem wird gestärkt und solche Dinge. Aber dann sind es auch solche Dinge, die, ne, wenn du jetzt zum Beispiel diesen Lichtstrahl da merkst, für mich war es wie so eine kleine Streicheleinheit von meiner Mutter, ne, die halt damals verstorben ist. Ja. Und wo ich dann gemerkt habe, ach Mensch, ich bin vielleicht doch auf dem richtigen Weg. Vielleicht ist sie jetzt gerade da oben und streichelt uns kurz über die Wange. Finden wir ein Plätzchen ohne Entenkacki? Hier so? Jetzt. Oh, ich glaube, ich muss die Schuhe ausziehen. So sommerlich warm, ne? Das ist total schön. Ein Heißluftballon da hinten. Wo? Oh ja. Mal gucken, wie warm oder kalt. Oh, das tut jetzt gut. Das ist schön. So schön erfrischend.
Sinn und Zweck der Bevertalsperre ist der Hochwasserschutz und die Regulierung des Wasserzuflusses in die Wupper. Aber für die Menschen ist es auch der schönste Badesee weit und breit. Ja, Maria, deine Heimat hat schon viel Schönes, ha? Finde ich auch. Man könnte es schlechter treffen. Wirklich, wirklich. Übermut am Sommerabend. Stand-up-Paddeln ohne Badeklamotten. Wird schon klappen. Hoffentlich. Wir werden ein bisschen nass werden wir, ja? Super. Tada, tada. Boah, guck mal. Guck, und jetzt kann man so ein bisschen paddeln. Genau, ja, guck. Na also, den Mutigen gehört die Welt. Und die Bevertalsperre. Ich, Mensch, möchte mal sofort hin und kuscheln und streicheln, ja. So, dann kommt er mit dir rein. Einfach drüber? Einfach drüber. Ja. Wir sind doch sportlich. Ja. Ja, das sind unsere Wagyus. Nein, und die sind friedlich, können wir einfach Die ein sind bisschen näher ran. friedlich. Wenn wir schön ruhig bleiben und die nicht erschrecken jetzt, dann bleiben die auch liegen. Das sind japanische Rinder, das sind Wagyus, auch bekannt als Kobe. Nur wir dürfen Kobe nicht sagen, weil Kobe ist ein geschützter Begriff wie Champagner. In Japan, Also ne? nur im Kobe-Tal in Japan, die dürfen Kobe sagen. Oh, hallo. Wir müssen Wagyu sagen. Und das ist schon mal unsere Stammmutter. Oh, und das ist die wirklich? Hoshi, Hallo. der Stern. Und das ist das Kind von ihr wahrscheinlich? Das ist ne? ihr letztes Kind, ihr letzter Sohn, hallo. der im Juli geboren wurde. Hey, Hoshi. Komm mal her. Hey, wir sind ganz lieb, guck mal. So freundlich. Na, guck Hoshi, mal. alles gut. Alles gut. Die Idee hatte der Georg eigentlich. Er fragte mich mal, hast du Lust auf eine Wagyu-Auktion ins Münsterland zu fahren? Und da habe ich natürlich ja gesagt, gerne. Und auf dem Rückweg haben wir gar nicht mal überlegt, ob das was für uns wäre, sondern wie wir es anstellen. Wann wir anfangen. Ne? Ja, genau. Ne? Das war die Überlegung. Dann sind wir mit 2 Tieren angefangen, ganz langsam. Und dann irgendwann ist die Herde gewachsen. Und dann konnten wir 2020 anfangen, auch Tiere zu vermarkten. Also eigentlich sind wir in der Richtung hier Exoten, die diese Tiere dann da züchten. Aber wir haben eine vernünftige Vermarktung uns aufbauen können. Ja, eben, es ist ja auch so teuer, Es ist oder? teuer. Wie ja, teuer ohne ist es Frage. denn, dass wir mal einmal Ich sag mal, du kannst realistisch- gleich ein Filet kaufen. Das kostet 210 € das Kilo. 210 €. 210 € das Kilo. Oder eine Wurst für 3,50. Oder ein Burger Patty für 7 €. Das geht auch. Man muss natürlich bedenken, wir haben ja eine ganz andere Haltung. Ja. Unsere Mastochsen werden zum Beispiel 4 Jahre alt, während ein normaler Mastbulle nur 2 Jahre höchstens wird. Und wir haben natürlich hier die Wagyus, die jetzt sich nur um ihr Kalb kümmern. Und nicht jetzt viel Milch geben, die man vermarkten kann, sondern wirklich nur das eine Kalb, sich darum kümmern. Und das ist natürlich eine ganz andere und auch teurere Haltung. Ne? Aber sie werden nicht massiert und gepflegt. Man hört ja manchmal so Geschichten, ne? Die Wagyu-Rinder, die sind so kostbar. Das ist der Mythos aus Japan. Ja. Weil das waren in Japan Arbeitstiere. Ja. Und dann jeder Bauer hatte vielleicht auch nur eine Arbeitskuh, ein Arbeitsrind und das wurde auch gehegt und gepflegt. Das kam auch mal mit einer Flasche Bier abends zu Bett oder wurde auch mal gestreichelt. So ist der Mythos, so sind die Geschichten, die um Wagyus drumherum erzählt werden. Und die schöne Massage, damit das alles... So ungefähr, dass es schön auch bei Kräften bleibt, dass es an der Tag wieder arbeiten konnte.
Okay, Das daher ist, kommt die haben die Tiere damit versucht zu erhalten, was ihnen auch gelungen ist. Und irgendwann haben die entdeckt, wow, die haben ja nicht nur Muskeln, dass sie arbeiten können, die haben ja auch wirklich wunderschönes Fleisch, was wir essen können. Und darüber ist dieser ganze Markt entstanden. Geschmackstest für die nobelste Rinderbratwurst der Welt. Ihr habt vorhin die Tiere beguckt, jetzt dürft ihr auch mal eine Wurst probieren. Bitte schön. Du auch, ja? Ja, gerne. Mensch, das ist... Guten Appetit. Schon gut. Sehr lecker. Das ist schön. Freut uns. Ganz zart, gell? Tag 3 unserer Wandertour im Bergischen Land. Heute reisen wir auf dem Bergischen Weg tief in die Vergangenheit. Aber auf dem Fahrrad. Wir fahren östlich von Bergisch Gladbach durch die Wälder. Dann heißt es, selber arbeiten in Lindlar. In Engelskirchen sehen wir, na was wohl, Engel. Und dann geht's zur Aggertalhöhle, in die besagte Vergangenheit. 365 Millionen Jahre. Nina, du siehst ja schon sehr sportlich aus. Ich bin heute so ein bisschen mittelsportlich. Ich bin ja eher am Wandern, aber jetzt wollen wir es mal anders Das ist gar kein Problem, weil wir fahren so eine schöne Strecke, da kommst du mit dem Rad super klar. Also ich fahre auf einem Muskelfahrrad, ich fahre ohne Unterstützung, du mit. Sehr gut. Aber das spielt auch keine große Rolle, weil das passt wunderbar zusammen. Wenn man zusammen Rücksicht nimmt, dann ist das kein Problem. Also, los geht's. Los geht's. Ich freue mich. Jawohl. Ich habe schon ein bisschen Bammel, denn wir fahren ja auf einem schmalen Wanderweg. Aber Nina ist sicher, das geht. Sie gibt Kurse in allen Schwierigkeitsstufen und sie kennt den Weg wie ihre Westentasche. Ein bisschen Fahrtwind. Ja, ist schön. Richtig schön. Juhu. Bestes Wetter. Und die Kölner Wochenendtouristen sind noch nicht da. Hier kann es nämlich auch voll werden. Glück gehabt. Also hier scharf links. Okay. Oh, oh, oh. Jetzt geht's auf den Trail in den Wald. Wie so ein Tunnel. Kopf einziehen. Wow, schön. So, jetzt ein bisschen Vorsicht. Oh, Hindernisse. Oh. Alles gut? Ja. Ab und zu kommt hier schon so ein kleiner Hopel. Aber wenn man da so locker in den Knien bleibt... Oh, wir kriegen Gegenverkehr. Geht's. Oh. So, wir können hier anhalten. Ja, wir halten an. Okay, so. Danke. Wo kommen Sie denn her? Von unten. Aha. So, weiter geht's. Uhu. So. Und hier hast du jetzt die Strunde. Ja. Und das ist der Fluss, der am fleißigsten gearbeitet hat in Deutschland. Wieso hat er am fleißigsten gearbeitet, der Fluss? Also zu Zeiten der Industrialisierung zumindest, jetzt natürlich nicht mehr. Der hat ungefähr 36 Mühlen gespeist. Ach ja. Und hat hier in diesem Bereich die Papierindustrie total nach vorne geschoben.
Aber die Zeiten sind weitgehend vorüber. Vorbei, ne? ja. Hier Reste siehst du noch von einer Mühle, da kommen wir jetzt drauf zu. Ah ja, hier kann man das noch erahnen. Wer will, kann in der alten Papiermühle Dombach auch selber Papier schöpfen. Im historischen Rahmen. Hier wurde von 1614 an knapp 300 Jahre lang Papier hergestellt. Alle Sorten, auf allen möglichen Maschinen. Doch schon um 1900 herum war Schluss. Das Tal war zu eng für den weiteren Ausbau der Fabrik. Die allerletzte Papierfabrik in Bergisch Gladbach schloss schließlich 2021. Ja, das ist spannend, ne? Für Groß und Klein. Guck mal hier, Holzschleifer. Ja, ich finde den Kugelkocher faszinierend. Was hat man denn da gekocht? Ich glaube Lumpen. Und dann Und auch Papier draus zu machen, ja. Hammer. Mensch, was man alles entdecken kann auf so einer Radtour durchs Bergische. Danke dir, Nina. Danke, es war mir eine Freude, Tamina. Das Bergische Land hat ja nicht nur eine Industriegeschichte. Die ganze Region ist über Jahrhunderte von der Landwirtschaft geprägt worden. Im Freilichtmuseum Lindlar ist das Bergische Land von früher quasi wieder auferstanden. Da schaue ich doch direkt mal, ob die Früchte in Nachbars Garten nicht doch besser schmecken. Bitte nicht verpetzen. Nur eine. Soll man nicht. Köstlich. Das Freilichtmuseum entführt in das bäuerliche Leben vom 18. bis ins 20. Jahrhundert. Alte Wohnhäuser, eine Schule, Handwerksbetriebe. Früher war natürlich nicht alles besser, aber idyllischer. Na, so ein Küsschen? Ja, guck. Ja, du bist ja auch ganz Schönes. Ja, ihr habt ein gutes Leben hier. Da kann man nicht meckern. Hm? Ja. Ein Schwerpunkt in Lindlar: alte Handwerkskunst wieder zum Leben erwecken. Und das Beste, man kann es selber ausprobieren. Zum Seiler geht's hier. Ja, hier kann man sich in den verschiedenen Knoten gleich üben. Achterknoten, das kennt man auch vom Segeln. Boah. Kunstvoll. Hallo, das ist ja eine wahre Fundgrube hier. Das Seilerhandwerk. Das ist ein absoluter Schatz. Guten Tag, Tamina. Ein richtiges Schatz fürs Museum, weil es ist von 1890, also inzwischen 130 Jahre alt. Magst du ein Seil machen? Seil machen, klar. Wir nehmen hier dieses Garn. Es ist das Hanfgarn, weil es im Grunde auch das stabilste ist, was wir hier vor Ort draußen anbauen konnten. Und ich wandere schon hier rüber. Ja. Wir müssen hier an jedem Haken die gleiche Anzahl an Garn aufsetzen. Ach, guck. Hier in die untere Ebene. Wenn ich jetzt abschließend noch einmal zu dir nach vorne komme, haben wir 16 Garn gespannt. Das ist schon zugfest, weil 16 Garn, das hält schon 2 erwachsene Personen. Jetzt schließen wir das Ganze. Ja. Wenn du magst, kannst du mal hier dran ziehen. Ja. Ne? Und das ist dieses zarte, das ist jetzt Hanf. Das ist der Hanf.
Hör mal, ich habe alles vorbereitet. Wenn du magst, kannst du drehen, wie der Uhrzeiger geht. Ich lege jetzt noch, damit wir daraus ein Seil formen können, ein Leitholz hinein. Man sieht 4 Vertiefungen. Ich setze das ganz nach hinten. So, und dann kommt der Punkt, wo es so weit ausreicht, schau mal, dass ich auf dich zukomme. Oh, sieht das schön aus, ganz gleichmäßig. Ich habe aus den vielen kleinen Schlaufen große gemacht. Mhm. Und aus den vielen machen wir eine, indem ich sie einfach miteinander verdrehe. Und siehe da, sieht schon schick aus, aber es hält nicht. Aha. Ich nehme jetzt hier meinen Spleißdorn, gibt es in verschiedenen Größen. Die Schlaufe, die ich gedreht habe, die stecke ich jetzt durch das Seil, damit wir eine Öse formen können. Und jetzt bist du an der Reihe. Du hast das geschlossene Ende, sei so lieb. Stecke es mal von unten durch, ziehst es. Okay. Jetzt wandert das einmal komplett durch das Seil. Und siehe da, wir machen daraus eine Öse. Und das Schöne ist, man kann es sofort auch einsetzen. Ne? Wenn du magst, kannst du es mitnehmen. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Der Steinhauerpfad ist nicht weit vom Freilichtmuseum entfernt. Aber das genaue Gegenteil des Freilichtmuseums. Hier ist gar nichts sauber aufgearbeitet oder gar restauriert. Der Weg führt durch die verlassenen und verwilderten Grauwacke-Steinbrüche von Lindlar. Das ist ein Arbeiterhaus gewesen. Ein Haus der Steinhauer, die in den 1920er Jahren hier gearbeitet haben und oft nicht älter als 45 geworden sind. Der ist weg vom Fenster. Steinbrucharbeiter, deren Lungen durch das Einatmen von Steinstaub geschädigt waren, saßen häufig am offenen Fenster, um ausreichend Sauerstoff zu bekommen. Wenn sie dann eines Tages dort nicht mehr saßen, war dies in der Regel ein sicheres Zeichen für ihren Tod. Der ist weg vom Fenster. Grauwacke ist ein extrem harter Stein, ähnlich wie Granit, und wird bis heute in Lindlar abgebaut. Und vom Steinhauerpfad kann man manchmal einen Blick in den Steinbruch reinwerfen. Ich hatte gar nicht so viel erwartet, aber dieser Weg ist ein wirklich intensives Erlebnis. Und die Überraschung kommt zum Schluss. Er führt quer durchs Werksgelände des aktiven Steinbruchs. Das muss natürlich jetzt. Na? Herrliches Wetter. Passt wunderbar. Am Engelmuseum. Und es heißt ja immer so schön, wenn Engel reisen.
verschiedene Schutzengeldarstellungen, ja, in allen Formen und Varianten. Die Engel hatte ein Privatmann über Jahrzehnte gesammelt und schließlich den passenden Ort für sein Lebenswerk gefunden. Das Engelmuseum in Engelskirchen. Der heilige Schutzengel. Freut man sich immer, wenn die Kinder gefühlt ganz viele Schutzengel haben. Und hier die ganze himmlische Pracht. Hunderte können alle an den Weihnachtsbaum. Ach, das ist der Erzengel Michael mit Schwert und Seelenwaage. Und da hat man wohl, der hat die Seele gewogen, bevor sie in den Himmel kam und geguckt, ob das Gute oder das Schlechte überwiegt. Die Ausstellung ist in thematische Blöcke gegliedert. Neben den Schutzengeln gibt es auch Engel in der Werbung, Engel in der Kunst. Ach ja, und eine Barbie als Engel gibt's auch. Für mich das Beste am Engelmuseum, es gibt einen Lieblingsort oben in der ersten Etage. Und wenn man sich hier niederlässt, glaubt man fast, man ist ein Engel unter vielen anderen. Höhlenweg. Der Höhlenweg ist ein knapp 8 Kilometer langer Rundweg und führt quasi übers Dach verschiedener Höhlen. Das Geheimnis: niemand weiß genau, wie viele Höhlen es eigentlich gibt. Die Forscher entdecken immer neue und immer größere. Die Aggertalhöhle ist zurzeit die größte für die Öffentlichkeit zugängliche. Aber auch sie birgt Überraschungen. Ich bin gespannt. So, Stefan, ich habe hier alles dabei. Sind das so die richtigen Schichten? Du bist ja auch ziemlich warm angezogen. Ja, das kommt drauf an. Also wir haben 8 Grad da in der Höhle im Moment. Das ist natürlich jetzt im Sommer schon ein Schock, ne? Ein Schock. Aber es ist jetzt natürlich keine Polarexpedition. Der kalte Atem des Berges. Ja, da kommt der kühle Wind schon raus, ne? Und die Fledermäuse begrüßen einen. Ja. Könnte es sein, dass wir hier welche... Ja, ist offen? Könnte schon sein, ja. Gut. Dann Glück auf. Glück auf. Ja, das sind wir jetzt in der richtigen Höhle. Und zwar bizarres Gebilde. Und wenn du genau guckst, siehst du an den Wänden überall riesige Korallenstöcke. Und die lebten in einem tropischen Meer und die haben dafür gesorgt, dass es jetzt hier kalt gibt. Diese Gänge hier, dieses Labyrinth, ist entstanden unter dem Wasserspiegel, als es noch kein bergisches Land gab. Ja, und guck dir das mal an, wie dieses Gestein gefaltet worden ist bei der Gebirgsbildung. Jede Schicht ist ja ein versteinerter Meeresboden auf dem Korallenriff, ne? Und das war mal waagerecht. Und dann ist durch die Kollision von 2 Kontinenten ist das hier im Rheinischen Schiefergebirge aufgefaltet worden. Die Faltung war etwa 325 Millionen Jahre. Das kann man ja kaum denken. Die Korallen sind 395 Millionen Jahre. Die Höhlenbildung ist 30 Millionen Jahre. Das ist eben so, was wir Menschen lange Zeit vergessen haben, diesen Faktor Zeit. Wenn du mal hier hoch guckst, wie riesig das ist. Wow, guck das. Ne? Wie sich das aufmacht da. Ja, jetzt kannst du mal erleben, dass es auch ein bisschen enger sein kann. Das ist ja langweilig hier, nur so große Gänge. Und da gehen wir ich finde das schon ganz spannend hier. Und da gehen wir jetzt einmal durch den Pastorengang. Sieht harmlos aus, aber damals bei der Erschließung der Höhle musste ein etwas beleibterer Herr Pastor hier mit Seilen und Schmierseife gerettet werden. Ob das wirklich so nein, war? Weil er stecken geblieben genau. ist. Oder? Wir müssen den Bauch einziehen. Ja.
Okay. Oh Gott. Mensch, hier wird es ja aber krass eng. Oh. Also ich glaube, nicht jeder sollte sich das hier zumuten. Aber das ist ein Höhlenerlebnis. Ja, aber Oh das mein sind Gott. bleibende Erinnerungen. Krasses Ding. Ja, das... Hei, hei, hei. Es ist Das schon totale Labyrinth. riesig. Die Aggertalhöhle ist die kleine Schwester einer noch viel größeren Höhle. Nach 20 Jahren des Suchens haben Forscher um Stefan Vogt 2019 auf der anderen Seite des Tals das Windloch entdeckt. Und das ist ein 15-Meter-Schacht, da muss man sich abseilen. Man braucht etwa 4 Stunden, ne, um da hinzukommen, obwohl es nur 800 Meter sind. Ne. Man muss klettern, man muss traversieren an der Wand. Die Räume sind viel, viel größer als alles das, was du bisher hier gesehen hast. Und es ist einer der größten Höhlen Deutschlands. Du kommst in diesen Raum und da steht ein Kristall, der aussieht wie ein Baum. Das ist schon Gänsehaut, ja, ne? Also, weil das sieht aus wie eine Pflanze, wie wirklich ein Baum. Ach, herrje. Fantastisch. Wir haben unter uns in einer der dicht besiedelsten Landschaften Europas einen Kontinent, von dem wir vielleicht 70% kennen. Das heißt, wir können hier Neuland entdecken, das, was Kolumbus damals in Amerika gemacht hat. Und das ist hier möglich, im Bergischen Land. Und das ist so faszinierend. Es gibt nichts Geileres auf dieser Welt, als wenn du irgendwo dich durchgräbst, es wird schwarz vor dir und du weißt, du bist der erste Mensch. Das ist einmalig. Neue Welten entdecken, mitten im Bergischen Land. Hätte ich nicht gedacht. Ründeroth liegt auch am Höhlenweg. Der 3500 Seelenort eignet sich gut als Ausgangspunkt für unterschiedliche Wander- und Mountainbike-Strecken. Vor 50 Jahren war die Perle des Aggertals ein Hotspot für Touristen im Bergischen Land. Heute ist es ruhiger. Aber durch die Agger, die mitten durch den Ort fließt, hat Ründeroth immer noch seinen besonderen Charme. Wie schön, gerade am Ende eines ziemlich aufregenden Urlaubstags. Heute sind wir auf dem Bergischen Panoramasteig unterwegs. Das ist ein knapp 250 Kilometer langer Rundwanderweg, der quer durchs Bergische Land führt. Wir wandern auf einem ganz speziellen Teilstück im Südosten bei Moorsbach. Und dann kommen wir nach Waldbröl, wo man Tiere auf einem Markt kaufen kann. Ich bin mit Jens Dassow unterwegs und ohne ihn gäbe es hier wahrscheinlich gar keinen Wanderweg. Jens ist ehrenamtlicher Wegepate und bei jedem Wetter unterwegs. Jens, wie war das? Es gibt kein schlechtes Wetter. Das ist Flüssiger Sonnenschein in Moorsbach. Ist klar. Im Bergischen Land muss man ja da auch eine nette Einstellung zu haben. Ne? Ja, ein bisschen Regen zum gehört Wetter. dazu, ja. Du bist jetzt Wegepate. Was genau bedeutet das? Ich kümmere mich hier mit meinen Kollegen um die Wanderwege rund um den Bergischen Panoramasteig. Das heißt, wir haben alle unsere Aufgabe, einen bestimmten Teil des Weges hier mit neuen Wegezeichen zu versehen, falls die mal verloren gehen. Der Wanderer soll halt nach spätestens 50 Metern so ein Sicherungszeichen sehen, dass er weiß, er ist auf dem richtigen Weg. Hier gibt es dann unsere Markierungszeichen vom Bergischen Panoramasteig. Ah. Und die werden dann mit einem biologisch abbaubaren Kleber geklebt. Mhm. Viel hilft viel. Ja, tatsächlich. Gut. So, und jetzt ganz und dann fest draufdrücken. Mit Schmackes. Mit Mut. Oh, hab ich es mal eingesaut. Guck. Der Profi hätte das. Oh, perfekt. Ich kenne das Problem.
Und die Position ist jetzt gut, so auf ein bisschen höher als Hervorragend, Augenhöhe? ja. Wir können gleich mal ein Stück zurückgehen, dann wirst du es sofort sehen. So, dann laufen wir so ein Stück, oder? Laufen wir noch ein Stück. Gucken, ob wir noch was tun können. Und wenn nicht, ist auch schön. Wenn nicht, ist auch schön. Wir finden immer was. Sag mal, was ist denn das Besondere jetzt an deinem Streckenabschnitt hier? Ja, wir haben einen wunderschönen kleinen Ort hier in Morsbach. Morsbach besteht ja aus 66 kleinen Dörfern und dem Hauptort. Und eins der kleinen Dörfer heißt tatsächlich Rom. Ah, nee. Ja. Alle Wege führen nach Rom, oder was? Alle Wege führen nach Rom. Wir sind noch ganz in der Nähe, das sind nur ein paar hundert Meter von hier. Und da gibt es auch eine schöne kleine Anekdote. Vor einigen Jahren hat sich ein Italiener aus England verfahren. Der kam extra hier hingefahren, er wollte nach Rom, nach Hause und ist dann in Rom weil er sich so erschrocken hat, dass das gar nicht die Stadt ist, wo er hin wollte, gegen das Ortseingangsschild gefahren. Ach, also das Navi eingegeben und dann Der immer arme Mann gemerkt, war schon ein paar Jahre älter und er hat es halt tatsächlich nicht geschafft bis Rom. Ist Rom denn groß und prächtig Ich glaube, hier wir bei haben euch? knapp 200 Einwohner, also Metropolencharakter. Noch hoch. Selbstverständlich. Wie viele Stufen? 169. Das machen wir jetzt noch, 35 Meter. Noch geht's. Das ist auch noch nicht oben. Tada! Tada. Ja. Guck, oh Gott, das Der ist lohnt sich schon, ne? sehr hoch. Ja. Das ist das wunderschöne Morsbach und seine vielen kleinen Dörfer. In die Richtung geht es zum Westerwald. Ach, In die Richtung geht es ins Siegerland. Und in die Richtung haben wir das Siebengebirge Richtung Bonn. Morsbach liegt übrigens direkt an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Doch in solchen Kategorien denken hier die wenigsten. Es ist alles das Bergische. Und historisch eine Familienangelegenheit. Die Macht über die wasser- und waldreiche Region lag über die Jahrhunderte bei den Grafen von Berg. Schlaues Heiratsmanagement und die Protektion der Kölner Erzbischöfe halfen zusätzlich. Sie herrschten bis ins heutige Ruhrgebiet hinein und sogar in Düsseldorf. Doch das ist lange her. Räucherfisch ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh. So, Erdbeerchili haben wir hier. Soll ich voll machen? wird hier ausgeschenkt? Probeausschank. Probeausschank? Ja, ja. Oh. Das ist Erdbeerchili. Mal schön einen reinlöten. Schön einen reinlöten, ist klar. Oh, oh. Der kann was damit, ne? Erst ist er süß, dann ist er alkoholisch und dann ist er scharf. Ja. Ja, der kann was. Es gibt ja auf jedem Markt mindestens einen Geheimtipp oder ein Muss. Warum ist die Schlange denn hier so lang? Ja, das ist die berühmteste Wurst hier. Die berühmteste Wurst? Die schmeckt am allerbesten hier. Und deswegen ist die Schlange auch so lang. Genau. Das ist aber gar nichts. Die stehen sonst da hinten in das Schaufenster. Im normalen Brötchen. Okay. Einmal klein. 2,50. Hallo. Hallo. Mensch, Sie haben hier lange Schlangen und alle sagen, das ist ja überhaupt das Allertollste hier. Die Kunden haben gesagt, das wäre Kult. Das ist Kult. Das ist Kult. Seit 70 Jahren. Immer hier auf dem Markt? Immer hier auf diesem Platz. Und die Würste auch von hier? Die kommen auch von hier. Toll, dann nehme ich gerne eine Bratwurst in der Semmel. Ja. Senf und Ketchup, beides drauf? Wie soll man es am besten machen? Wenn Sie gerne
Also meine Frau nimmt Beides. Beides. Einmal Gewürzketchup. So. Oh, super. Mensch, lebende Hühner hier auf dem Markt, das hat man ja auch nicht mehr so oft, oder? Nee, es wird schon mal weniger, ne? Ja. Sind die dann nur schön oder legen die auch? Die legen auch. Die legen ungefähr dann so. Oh, zack, schon eins gelegt. Ja, zack. Guck mal, die Farben, die sieht man ja, wenn man die normal irgendwo im Supermarkt kauft, gar nicht, ne? Nee, So. nee, die fallen auch mal so aus, ne? So unterschiedlich, so. Das ist so, ja so. toll. Ja. Und warum fangen die Leute an mit Hühnern plötzlich? Oder was ist da so Ja, die Idee? dann, wenn die einmal ihre eigenen Eier gegessen haben, die schmecken anders, sagen die. Ja, ne? Ja. Jeder hat ja irgendwo ein bisschen Platz noch und hier ein Stellchen und da ein Stellchen, ne? Ja. Habt ihr ja gesehen, Ländle, ne? viele so größere Gärten auch, ne? Genau, und dann bietet es sich natürlich an, ne? Und ein Huhn ist ja problemlos, ne? Was sind denn die beliebtesten Hühner? Braun und schwarz. Weil? Ja, weil die, ich sag mal, am besten legen eigentlich, ne? Jeden Tag ein Ei, stimmt das? Ja, ungefähr. Ja. Ja, hallo. Das ist jetzt ein braunes... Nee, Das ist ein brauner Maran. ein brauner Guck mal Maran. hier, ich zeig dir mal einen schönen hier so. Oh ja, guck mal. Ganz weich. Oh, Guck mal hier. das ist ja mal auch ein schönes. Ja, ne? Was ist das? Ein silberblauer Königsberger. Oh, ganz weich. Ja, schön. Wie alt ist der jetzt? Die sind jetzt 21 Wochen und die fangen jetzt an zu legen, ja? 21 Wochen. So könnte man die jetzt direkt mitnehmen. Jetzt sind die sozusagen entwöhnt. Die sind auch fertig geimpft, komplett durchgeimpft alles. Was kostet dann so ein Prachthuhn? Also das wird jetzt 15 kosten. Für 15 €, das ist natürlich auch verlockend. Könnte man es mit nach Hause nehmen. Und dann hätte man mehrere Jahre Freude damit. Ja, wenn der Fuchs nicht kommt oder Oder der Hühnervogel. zum Beispiel. Ich lebe im Schwarzwald. Ich habe eigentlich Platz. Ich habe auch so, so ein altes, umgebautes Schwarzwaldhaus. Ich habe und Kartons drumherum genug ist- dabei. Ein Huhn für mich? Ich denk noch mal drüber nach. Ein hölzerner Koloss mitten im größten Waldgebiet der Region. Der Aussichtsturm des Naturerlebnisparks Panabora. 40 Meter hoch und schon der Rundweg nach oben ist ein Erlebnis. Seit seiner Einweihung 2015 ist der Turm aus Holz und Stahl zu einem der Wahrzeichen des Bergischen Landes geworden. Hey, ich sehe Wald! Ich sehe Bäume! Die Aussicht ist aber nicht der einzige Grund für einen Besuch. In Panabora kann man auch übernachten, in einer der ungewöhnlichsten Jugendherbergen Deutschlands. Im Wald wartet eine kleine Siedlung aus 6 Baumhäusern auf Familienbesuch. Es gibt Apartments für 2, 4 oder 6 Personen. Was es nicht gibt, Fernseher oder Computer. Das Naturerlebnis sollte reichen.
Tag 5. Unser letzter Wandertag im Bergischen Land. Der Tag beginnt in Waldbröl, in einem ganz speziellen Kloster. Danach bin ich mit einer Kräuterfee in einem der größten Waldgebiete Nordrhein-Westfalens unterwegs. Und Achtung, ich darf mit Kühen kuscheln. Und zuletzt geht's dann über einen Verbindungsweg wieder zurück zum Bergischen Weg, aus dem Bergischen Land runter ins Siegtal und dann wieder rauf ins Siebengebirge Richtung Drachenfels. Die Anlage hat eine bewegte Vergangenheit. Ursprünglich als Heil- und Pflegeanstalt gebaut, fiel die Einrichtung 1938 den Nationalsozialisten zum Opfer. Später diente sie als Akademie der Bundeswehr. Seit 2008 betreiben Buddhisten hier eines ihrer größten Zentren in Europa. Ich bin zu einer Teezeremonie eingeladen. Zu einer schweigenden Teezeremonie. Trên trà trong hai tay, chánh niệm nâng tròn đầy, thân và tâm an trú, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Das ist eine gute Möglichkeit für uns, zur Ruhe zu kommen, zu entspannen. Wenn wir zum Beispiel von der Arbeit am Abend nach Hause kommen, einfach langsam auf diese Art und Weise ein Glas Tee zu trinken, einen Keks zu essen und es zu genießen, nichts zu tun zu haben, ist ein Segen. Frieden in mir, Frieden in der Welt. Ach, hallo Tamina. Am Kräutercafé schon parat. Hallo, Ja, freut grüß mich. dich. Guck mal da, der Rucksack ist schon gepackt. So ein Picknickrucksack. Ja, genau. Dann könnte ich ja meinen hier lassen und den tragen. Klar. Guck mal, hier ist unser Kräutergarten. Und Das hier ist sammeln ja wir schön. immer unsere essbaren Blüten fürs Kaffee. Wenn wir dann kochen, dann machen wir die richtig schön, unsere Gerichte. Und da können wir aus dem Vollen schöpfen. Total toll.
Aber das ist ja nicht der Grund, warum wir da sind. Ne? Wir wollen ja jetzt auf Kräutertour. Ja, da bin ich sehr gespannt. Ja. Na dann auf zur Wildkräutersuche. Oh, guck mal hier. Oh. Ein Salamander, ein Feuersalamander. Feuersalamander. Aber das sind eben auch Tiere, die zeigen, dass hier die Natur noch einigermaßen in Ordnung ist. Den lassen wir jetzt hier schön in Frieden. Auf jeden Fall. Astrid ist zertifizierte Kräuterpädagogin und bietet Wildkräuterführungen an. Zu jeder Jahreszeit. Hier wächst das Wiesenlabkraut. Diese Kennst kleinen, du das? Ja, vom Sehen kenne ich es, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, dass das Wiesenlabkraut ist. Ja. Kann man das essen? Das kann man essen. Und zwar, das ist verwandt mit dem Waldmeister. Und das Wiesenlabkraut enthält das Enzym Lab, das früher zur Käseherstellung benutzt wurde. Und wir verwenden das in der Kräuterbutter, wir verwenden das in unserer Kräuterlimonade. Und schmeckt nach was? Ein bisschen grün. Ein bisschen grün, das würde man Wiese essen. Ne? Genau. Guck mal hier, hier ist auch noch was Tolles. Ja, die kenne ich. Die wachsen bei mir auch im Schwarzwald. Das ist Eupatorium. Eupatorium. Cannabium. Oh, wenn man die Form so anguckt, könnte man meinen, es ist so ein Hanfblatt. Ja, so naja, ein bisschen was zum Rauchen, oder? Ja. Kann man? Ja, aber es würde keine Wirkung erzeugen. Ach so. Da kannst du ganz viel von rauchen. Probier doch einfach mal. So? Ja, nimm mal so eine ganz kleine Ecke und koste mal. Dann wirst du merken, gibt es auch einen deutschen Namen für? Extrem bitter. Wasserdost. Wasserdost ist der deutsche Name. Und oh, du merkst, es ist bitter. richtig krass bitter. Weil das ist nämlich eine Pflanze. Immer wenn du merkst, da sind viele Bitterstoffe drin, dann kannst du davon ausgehen, dass das eine Pflanze ist, die die Leber unterstützt. Entgiftet. Ja, genau. Ich glaube, hier machen wir besser einen kleinen Sprung, oder? Mega rutschig, ja. Ja. Gut. Was hast du, Brennnessel? Ja. Wenn die gerade so aus der Erde kommen, dann kann man die wunderbar sammeln. Dann sind die frisch und voller Inhaltsstoffe. Und dann kann man die aufbrühen und trinken. Und ja, das reinigt den Körper. Wenn du die von unten nach oben hochstreifst, so, dann gehen die Brennhaare ab und du verbrennst dich nicht. Brennt jetzt nicht? Das brennt kein bisschen. Brennt kein bisschen. Nee. Hier ist ein schönes Plätzchen. Ja. Hier können wir doch unser Picknick machen. Wie hingestellt. Ja. Ach, guck, das ist ja dann. Also das ist ja nach allen Regeln der Kunst hier. Das ist so ein richtiger Picknickrucksack mit Gläsern, Besteck, und ein Gewürze. bisschen Pfeffer und Salz ist drin. Und damit schickst du die Menschen los. Ja, in die Wildnis. Und Servietten. Hier haben wir hier ein bisschen Erntedank. Hier, guck. Die kann man im Übrigen auch verwenden. Das ist ja eben das Besondere an der Natur. Im Grunde könnten wir uns komplett aus der Natur ernähren. Auch hier in unseren heimischen Breiten nach wie vor. Da, ja. Wollen wir jetzt mal niedersetzen? Na klar. Und was hast du jetzt hier noch drin? Also da sind Baguette drin. Und da sind ganz viele Wildkräuter verarbeitet. Da ist die Schafgarbe drin, Brennnessel dabei, Spitzwegerich, Wiesenlabkraut. Guck das mal so drauf. Guten Appetit. Guten Appetit. Lecker, ne? Toll. Zum Wohl. Zum Wohl. Auf die Natur und die Kräuter. Und das Bergische Land. Oh, fein. Lecker, ne? Ganz fein. So einen ganzen Hauch von Apfelsaft und dann diese vielen Kräuter, so einen Hauch. Und nicht zu süß. Super. Toll, ne? Ganz toll. Wenn Melanie, Laura und Anna zu ihren Kühen auf die Weide gehen, sind sie immer willkommen. Denn die Tiere wissen, jetzt wird's maximal angenehm. Auf dem Neuenrather Hof in Nümbrecht muss kein Tier zum Schlachter oder auch nur zum Melken. Wenn die Kühe abgeholt werden, dann nur zum Kuscheln.
Seit 2011 bieten Melanie Eschmann-Rosenthal und ihre Töchter schon Kuhkuscheln für alle an. Mit immer weiter wachsendem Erfolg. Sie sind auf Monate hinaus ausgebucht. Wir gehen rein. Eine Stunde vor dem Kuscheltermin werden die Kühe in den Stall gebracht. Zum Runterkommen. Hallo. Hallo. Ihr wartet schon. Ja. 3 Mädels. Tamina. Ja, hallo, ich bin Melanie. Melanie? Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Hallo, ich bin Anna. Anna? Ich bin Laura, hallo. Laura. Ich würde einfach mich euch in eure Hände geben jetzt und dann wie das so gehen geht. wir mal hier zu Isabella rein. Zu Isabella rein, okay. Die wartet gespannt. Oh, die hat sich hingelegt. Ja, Vorsicht mit dem Kopf. So ein großes Tier, gebettet ins Heu. Hallo Isabella. Ja, wir haben die ja eben von der Wiese reingeholt und jetzt hält die gerade hier so eine Pause. Und ja, das lädt auch ein, um sich mal dazuzusetzen, wenn man Vertrauen gefasst hat und mag. Ja, und dann kann man sie bürsten, man kann sie streicheln, die mag beides, die Isabella. Mensch, es hat ja so was ganz Rührendes, wenn so ein großes Tier einfach ganz friedlich und mit Vertrauen da jetzt, hey Isabella, ich bin's. Darf ich da jetzt einfach mal so hingehen? Ja, wenn du magst, kannst du gerne auf sie zugehen. Respekt, Isabella. Ja, es ist mir eine Ehre, Isabella, dass du hier dein Nest mit mir teilst. Ja, das ist toll. So ein großes, warmes, weiches Tier. Isabella. Was ist Isabella denn für eine Kuh? Also Isabella ist die Rasse Schwarzbund oder manche sagen auch Holstein. Sie ist aber jetzt ein bisschen kleiner geblieben. Sie war ein Frühchen und ja, ansonsten aber kerngesund, der fehlt an nichts, ist einfach nur ein bisschen kleiner. Und wie alt ist sie jetzt? Die ist 8 Jahre alt. Und wie alt kann sie werden? Also die Kühe können ungefähr so 25 Jahre alt werden. Je nach Rasse ist das dann auch schon fast wie ein Pferd, ja. Ja. Wie sie so wiederkäut, das ist ja so was Friedliches. Ja. Dieses regelmäßige Kauen und es atmet und es ist ganz warm. Die Isabella ist ganz zufrieden und die Augen werden auch immer kleiner. Schlafen hier manchmal Menschen auch ein? Ja, das ist auch schon vorgekommen. Ja. Ich bin total verzückt. Das ist super. Darf ich mich zu euch Ja, setzen? gerne. Also kannst auch gerne was Wasser oder Kaffee oder trinken oder ein Stück Kuchen dir nehmen. Oh. Dass ihr das Menschen möglich macht, dass man so nah an so ein liebes, großes, warmes Tier und man verschmilzt so und man denkt so, wie kann man je auf die Idee kommen, so einem Tier weh zu tun oder irgendwie, das macht was mit Menschen, oder? Ja, Wie die auf hierher jeden kommen. Fall. Was habt ihr da so für Rückmeldungen? Ja, also manchmal kommen die Gäste auch weinend da raus, weil die so Glaub ich, überwältigt ne? sind. Sie hatten ein bisschen andere Vorstellungen dann doch irgendwie. Ja. Also es ist immer schön dann mitzuerleben. Und ihr seid ja jetzt hier auch auf dem Land. Ich meine, Kühe sind im Zweifel, werden auch geschlachtet. Das ist ja was ganz anderes jetzt, sich den Tieren so zu nähern. Also die Kühe, die leben hier eigentlich wie auf einem Gnadenhof. Also wir haben nicht nur Kühe, wir haben noch Schafe und viele kommen auch aus dem Tierschutz und die dürfen hier einfach ihr Leben genießen, die dürfen hier alt werden und genau. Ja. Toll, kuschelt ihr auch noch mal ab und zu mit den Tieren? Wie ist das denn? Ja, ich bin auch eigentlich von klein an, kenne ich nur mit Tieren. Ich weiß gar nicht, wie es ohne ist, will ich aber auch gar nicht wissen. Und ich nutze auch eigentlich immer jede Gelegenheit, um auch mal zu kuscheln. Ja. Man kommt auch eigentlich gar nicht
drumherum, weil selbst wenn wir am Arbeiten sind, ich sag mal am Zaun machen, dann kommen die an und legen den Kopf auf die Schulter, weil sie gestreichelt werden wollen. Also man kann das nicht umgehen. Also die sind eigentlich wie große Hunde und die fordern die Kuscheleinheiten halt auch ein. Ja. Ernsthaft? Ja. Weil sie das jetzt eben gemerkt haben, dass das was Schönes genau, ist und so zutraulich sind. Genau. Ja. Adieu, schöne Isabella. Also beseelter kann man sich ja kaum auf eine Schlussetappe machen. Die Menschen, die Tiere, die Landschaft. Und jetzt auf Richtung Drachenfels. Ist das nicht ein toller Schluss für eine Wanderung? Der Bergische Weg, der geht ja noch bis da hinten zum Drachenfels. Aber ich finde, hier ist auch schon super. Vielleicht haben Sie ja Lust gekriegt, auch mal wieder die Wanderschuhe zu schnüren. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal.